Nass genug? Die kleinen Pflanzen und hier vor dem einen, ja, wo auch den Kette. Hallo Plöcki. Oh, Plöckeli. Hm. So, wir machen jetzt Erdbeer-Tiramisu. Hier haben wir die Sahne-Mascarpone-Creme, hier ist Kokosmilch und hier sind die Erdbeeren. Und hier ist das Müffelbiskuit. Jetzt wird das einfach hier in der Glasform geschichtet. So, da ist jetzt eine Schicht Keks unten und die wurden nur von oben einmal getunkt, nicht die untere Seite tunken. Jetzt haben wir die erste Schicht Sahne drauf gemacht und jetzt werden die ganzen Erdbeeren hier raufgelegt. Also die Erdbeeren sind jetzt hier drauf, das ist Esmas Ecke, weil sie keine Erdbeeren mag. Und jetzt kommt noch eine Schicht von den Keksen und dann wieder Creme drauf. Das war's dann. So, oben sind jetzt Kokosraspeln und das meiste ist weiße Schokolade.
So, und der kommt jetzt in den Kühlschrank und dann kann der morgen gegessen werden. Wir waren jetzt ungeduldig. Eigentlich muss das noch ein bisschen durchziehen. Es ist immer besser, das über Nacht im Kühlschrank zu lassen. Aber wir wollen es jetzt schon essen. Eigentlich, desto länger das durchzieht, desto besser schmeckt es dann, weil die Löffelbiskuits ja nochmal besser durchziehen und so weiter. Aber schmeckt richtig lecker. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Jetzt, seit ihr den letzten richtigen Vlog gesehen habt, letzte Woche habt ihr ja mein Quassel-Video gesehen. Falls ihr das nicht gesehen habt, dann schaut gerne vorbei zu dem Thema, was so online mit unseren Fotos gemacht wird. Danke auf jeden Fall da für all euer Feedback und eure lieben Kommentare. Und einmal zum letzten Vlog, der ist ja mittlerweile, war der für euch schon drei Wochen her. Oh mein Gott, Ayla ist jetzt 2 Monate alt. Sie ist diese Woche 8 Wochen geworden. Die Zeit rennt einfach, Leute. Die Zeit rennt und ich komme zu nichts. Ich komme zu nichts. Von wegen, ich habe so viele Kinder, die helfen ja auch. Aber das Ding ist halt so, das Stillen nimmt halt die meiste Zeit in Anspruch. Und deswegen, ja, meistens klebt sie eh an mir. Und jetzt war sie auch unruhig. Und dann wollte sie weder bei Hikmet bleiben, noch bei Mariam. Ja, am liebsten eben bei der Mama kleben. Von daher ja, aber mit Tragetuch geht's, aber trotzdem der Alltag ist einfach, ja, ist einfach nicht das, was es früher mal war und ich muss mich selber dran gewöhnen. Wie ihr seht, ist das viel im Garten los, deswegen wurde immer zwischendurch viel im Garten gefilmt, aber ich bin gar nicht dazu gekommen, hier Hallöchen zu sagen. Ich wollte 2 Sachen zum letzten Vlog einmal sagen, weil das so witzig war und das ist mir im Kopf geblieben. Einmal hatten so viele geschrieben, kriegt denn das Baby Luft? Jetzt ist sie mittlerweile größer geworden, jetzt sieht man sie mehr, aber ihr Kopf ist ja hier zur Seite und das Teil, wie meine kleine Glatzi, das Teil hier ist ja hier, um ihren Kopf zu stützen und ihr Kopf ist ja zur Seite, das heißt, hier ist ja ihr Kopf frei und auch wenn ich das hier so rüber mache, also nochmal einfach, um mehr Halt zu haben oder ja ein bisschen mehr Licht zu verstecken, nochmal so ein bisschen kuscheliger, ne, weil es war ja auch ein bisschen so kühler vor 3 Wochen, so, aber trotzdem ist hier frei, also sie kriegt hier komplett Luft. Ja, also für diejenigen, die dachten so, sie kriegt keine Luft. Es ist jetzt super heiß wieder geworden. Das Wetter macht einen irre. Deswegen ist sie, glaube ich, heute auch so unruhig, weil gestern und vorgestern war es noch super kalt. Da hatten wir gerade mal 20 Grad und heute ist schon 29, 30 Grad wieder. Heute habe ich meinen ersten Rückbildungskurs. Ich habe mich schnell angemeldet. Das war auch ein bisschen schwierig, jetzt noch so einen Kurs zu kriegen. Ist ja alles so irgendwie relativ voll. Ich dachte so, okay, weil jetzt habe ich erst so das Go. Nach 8 Wochen mit Kaiserschnitt kann ich Rückbildungsgymnastik anfangen. Hat mir auch meine Hebamme empfohlen. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Ich frage mich echt krass, wie ich damals ohne Rückbildungsgymnastik nach einer Sechslingsgeburt und ja, 3 Monate später wieder schwanger mit Malik Musa, volle 10 Monate, dass ich das gut überlebt habe, ohne Schaden, obwohl ich keine Rückbildungsgymnastik gemacht habe. Aber gut, ich war noch sehr, sehr jung. Jetzt merke ich, ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Ich werde im Dezember 43 und das merke ich auch. Und Leute, ich fühle mich normalerweise gerade aktuell so scheiße. Ganz ehrlich, ich weiß, ich zeige euch immer viel nicht. So. Ne, ich habe heute ein bisschen Mascara raufgemacht, ein bisschen Concealer. Ihr seht das, ich habe so rote Wangen. Ich habe gerade meine Rosacea kommt richtig raus. Ich weiß, hormonell bedingt, jetzt auch noch die Hitze dazu. Aber ich habe gemerkt, ich habe super viele Rötungen. Also ich neige ganz leicht zu Rosacea. Und irgendwie jetzt nach der Geburt ist das irgendwie total ausgebrochen bei mir. Ich habe super viele Rötungen, andauernd rotes Gesicht. Deswegen ich musste heute ein bisschen Concealer raufmachen und Wimperntusche, damit ich mich ein bisschen wohlfühle, weil ich fühle mich gerade richtig kacke. Ich fühle mich einfach total fett. Es ist alles normal. Wir sind 8 Wochen nach der Geburt, aber ja, durch dieses ganze, ja, hier Vitamalz trinken, also dieses Malzbier trinken und das essen und das muss ich nehmen und das, dass die Milch angeregt wird, durch dieses ganze, das musst du essen, das musst du trinken, habe ich jetzt nach der Geburt jetzt sogar zugenommen, statt abzunehmen. Ja, also das passiert auch, meine Lieben. Und vor allem, weil ich bin ja auch nur am Sitzen oder liegen durch das ganze Gestille. Ich kann nicht mehr, ich will mich bewegen, so, aber du hast einfach nicht mal die Zeit dazu, weil das einfach so viel Zeit nimmt, ja, dieses Stillen. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, voll zu stillen, aber deswegen, entweder clustern wir oder ich stille, danach pumpe ich, sie kriegt eben noch ein bisschen Flasche dazu. Das nimmt einfach die meiste Zeit, weil ansonsten läuft es mit ihr wirklich super. Die Nächte sind toll, sie ist so süß, ich genieße das auch total. Sie ist jetzt auch gerade so richtig so, sie ist über 4 Kilo jetzt.
jetzt und sie ist so knuffelig und jetzt schon langsam so überall die Speckfältchen, die kommen und so und jetzt ist sie auch super aufmerksam und man redet so viel. Also ich genieße auch wirklich diese Zeit und das will ich auch genießen. Deswegen muss ich das auch mit den Vlogs so ein bisschen runterschrauben, weil ich will auch einfach diese Zeit genießen, denn die Zeit rennt. Das ist jetzt schon 2 Monate, dann drehst du dich um, dann ist sie schon 1 Jahr und flitzt hier schon durch die Gegend. Ich weiß, dass das super schnell gehen wird. Ich fühle mich immer noch sehr aufgequollen. Ich habe immer noch super viel Wasser im Körper. Also ich merke das halt daran, dass meine Ringe uns immer noch nicht passen, meine Schuhe eng sitzen. Also ich habe immer noch super viel Wasser und das macht mir gerade so ein Unwohlsein. Also lass mal jetzt so ein bisschen so dieses Gewicht, sondern ich fühle mich einfach so aufgequollen, so unwohl, mein Gesicht ist so aufgequollen, so, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, einfach so als Frau, ich denke, ihr wisst, was ich meine, ich fühle mich gerade einfach total unwohl und ja, deswegen, ich freue mich jetzt, dass mit der Rückbildungsgymnastik ist jetzt einmal die Woche, aber das geht jetzt, glaube ich, 2 Monate lang, aber ich will das halt wirklich so machen, jetzt meinen Beckenboden und so weiter, nicht, dass ich da am Ende irgendwie so einen Schaden habe. Oh mein Gott, ich habe so viel zum Quatschen, ich versuche jetzt ich denke mir so, oh mein Gott, ich will jetzt nicht 3 Stunden hier jetzt stehen und quatschen, aber ich habe so viele Sachen, die ich mit euch teilen will, weil wir uns ja jetzt nicht die ganze Zeit jetzt sehen, sondern wieder so ein längerer Abstand zum letzten Vlog ist. Aber ja, so ein ganz, ganz schnelles Update eben, damit ihr wisst, wie es gerade aktuell aussieht. Und ja, im Juli ist mein Fitnessvertrag wieder. Ich hatte den ja 3 Monate pausiert nach der Geburt. Also im Juli ist dann sozusagen, geht auch mein Fitnessvertrag wieder weiter. Oh, danke schön. Und nein, was hast du da gemacht? Oh, du weißt, ich mag doch nicht. Mach mal ein bisschen mehr Milch drauf. Sorry. Ja, und dann fange ich auf jeden Fall wenigstens schon mal mit dem Schwimmen und so weiter an. Ich muss ja dann auch vorsichtig anfangen und gucken, dass ich das auch zeitlich dann alles so hinkriege mit Stillen und so. Thank you very much. Oh, das Eiskaffee brauche ich jetzt. Ganz dringend, lassen wir noch den Eiswürfel ziehen. Ah ja, besser. Also, wie gesagt, ich habe nicht meine Routine. Ich will mich so gern in die Küche stellen und so Sachen machen. Ich habe die ganze Zeit so Lust, ich will mein Brot essen. Ich meine, dadurch, dass die Kinder viel machen, hier wird sehr, sehr viel Nudeln gegessen. Ich sag's mal so, ja. Also, dadurch, dass ich nicht so viel in der Küche stehe und viel die Kids machen, gibt es hier viel Nudelgerichte, aber zum letzten Video 2 Dinge, die ich ansprechen wollte, hat ja gesagt, eben das mit der Luft. Also keine Sorge, ich lasse mein Kind nicht hier ersticken. Ich habe jetzt auch noch mal geguckt, dass ich diese Position hier richtig mache. Da habe ich auch noch mal geguckt gehabt. Das war beim letzten Mal, hatte ich das auch nicht so richtig. Die Knie sollen ja ein bisschen höher sein als die Hüfte. Das habe ich jetzt auch noch mal korrigiert. Genau, und die zweite Sache, das war so witzig, wie viele gesagt haben, ich habe den Hikmet nicht ausreden lassen. Ich habe mich so gefühlt, als würde ich hier den Hikmet unterdrücken und der darf hier nicht reden. Leute, ihr versteht nicht, guck mal, während ich hier das hier filme, ihr hört ja schon, wie ich plappere. Für mich ist das alles Zeit, die ich später sitze und daran schneide. Wisst ihr, wenn ich was für euch filme, wenn ich hier vor der Kamera stehe, mein Kopf ist schon mit dem Schnitt schon mit dabei beschäftigt. So. Wisst ihr, wenn ich rede, wie oft ich zum Beispiel Sätze korrigiere, wie viel ich danach eben rausschneide. Also ich rede schon so effektiv, dass ich wenig Arbeit im Schnitt habe, wisst ihr? Also wenn ich zum Beispiel mich verplappere, ich weiß direkt schon, wie ich den Satz bilde, das ist für mich einfacher zu schneiden. Und bei Hikmet ist es so, er ist immer so ganz chillig und er erzählt dann und dann so, ja, und dann, ja, habe ich hier die Tomate und hier das und wisst ihr, und ich dann immer so Hikmet, weil ich bin ja auch so hektisch, ich gehe jetzt raus und danach, jetzt ist wieder Stillzeit, danach muss ich ihr die Flasche machen, ich muss meine Milch noch pumpen, so, wisst ihr, ich bin so voll im Stress und das war auch so, in dem Moment habe ich gesagt, ich flitze jetzt nur schnell raus, schnell den Garten abfilmen und ich so zack, zack, komm Hikmet, sag mir, weil ich wusste halt auch nicht genau, was er alles eingepflanzt hat, deswegen wollte ich ja, dass er dabei ist, damit er halt auch sagt, was alles drin ist und dann in dem Moment war es dann halt aber auch so, er hat es gesagt und ich dann immer so, ja okay, da ist das drin und dann habe ich sozusagen immer für ihn gesprochen, damit es einfach schneller geht, aber das war so witzig, wie viele Leute eben so gesagt haben, Mann, du lässt ja den Hikmet gar nicht ausreden oder nicht reden. Wir lassen ihn reden, keine Sorge. Wenn wir Zeit dazu haben, lassen wir ihn reden.
Aber wirklich, ich hatte wirklich nur in dem Moment dieses schnell abfilmen, schnell jetzt diese Infos mit euch teilen und so schnell wie möglich einfach so effektiv das Ganze abarbeiten und für mich eben so wenig Schnitt wie möglich zu produzieren. Ja, weil sonst sitze ich da und habe einfach super, super viele Aufnahmen, viele lange Aufnahmen, und wo ich so halt lange daran sitze und schneide. Deswegen, ja, hoffe ich, habt ihr da Verständnis. Also wie gesagt, der Hikmet darf ruhig reden. Wenn ihr wollt, dann machen wir mal demnächst irgendwie ein Video, wo er dann ganz lange quatscht oder so. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn ihr Ideen habt oder Vorschläge, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wir gehen jetzt aber noch mal in den Garten, weil wir müssen ein paar Sachen ernten. Die müssen auf jeden Fall dann heute, spätestens morgen verarbeitet werden. Und dann, ja, ist schon wieder Zeit. Ich muss dann wieder stillen und dann geht's ab in den Rückbildungskurs. Ich glaube, das ist auch mein erster richtiger Rückbildungskurs. Ja, ich hatte nur bei Medium, nach meiner ersten Geburt mit Medium, da hatte ich Rückbildungsschwimmen. Das war damals auch sehr schön. Es hatte damals noch, war das im Krankenhaus angeboten. Das gibt es leider nicht mehr. Weiß nicht, ob das noch irgendwo gibt, das Angebot. Aber Rückbildungsschwimmen fand ich gut. Jetzt ist es ein normaler Rückbildungskurs. Da bin ich mal gespannt, wie das ist. Wie gesagt, das ist jetzt einmal die Woche. Sollte ich erst mal hinkriegen, dann gewöhne ich mich so ein bisschen daran. Und dann ab nächsten Monat schon mal langsam auch wieder mit Fitness starten. Definitiv werde ich da erstmal auch mit Schwimmen und leichten Sachen, Ausdauerübungen und so weiter starten. Nicht gleich direkt in mein Krafttraining. Let's go. Jetzt habe ich wieder so lange gequatscht und jetzt muss ich alles schneiden. Also, halt, ab in den Garten. Ich muss die dann blanchieren und dann friere ich ein bisschen ein. Letzte Mal hatten wir 2 Tage lang Brokkoli gemacht. Also, was hatten wir? Den einen Tag haben wir den einfach so in der Pfanne gebraten mit Butter und Knoblauch, ne, Medium? Oh, das war so lecker. Und am nächsten Tag hatten wir den in der Champignon-Brokkoli-Sahnesoße mit Nudeln. War auch lecker, aber ich habe gemerkt, hat ihr nicht bekommen. Also, ne, ich habe die ganze Zeit aufgepasst, was ich so esse, was nicht so bläht. Man sagt ja immer, es muss nicht sein, ja, dass alles so bläht, aber nein, ich habe 2 Tage hintereinander Brokkoli gegessen und dann hatte sie auf jeden Fall Bauchschmerzen. Also da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich lerne, wie man erntet. Von da unten oder hier? Von da. Lass mal vielleicht in die Krubbel wachsen. Ja, vielleicht wachsen sie noch weiter. Der? Hier. Da ist eine Raupe. Eine Raupe Nimmersatt. Ja, ja. Wir gucken zu und lernen. Okay. Ne, Ayla? Der hat wieder super viel Sellerie eingepflanzt. Ich liebe ja Sellerie, aber die Kinder meckern, wenn ich überall Sellerie reinhaue. Deswegen, Mensch, warum hast du so viel Sellerie gemacht? Ich habe noch von letztes Jahr das Gefrierfach noch voll mit Sellerie. Die können wir auch draußen auch direkt waschen. Ja, sollen wir Sellerie auch nehmen jetzt? Ja, nimm mal ein bisschen was. Nimm ein paar von den ganz großen, was du jetzt so weghaben willst. Ein bisschen was. Boah, ich liebe Sellerie. Guck mal, wie schön die Blätter auch sind. Oh, wie das riecht. Guck mal, riech mal. Aber das mögen die ja nicht. Mein Gott, diese Erdbeeren, ey, die sind so krass, die sind so süß. Die sind so lecker. Och. Du sollst doch ernten und nicht futtern. Nee, ich esse direkt. Übrigens, Stillen macht auch super hungrig. Aber auch Brain Fog. Nee, ist mir zu schmutzig. Ich esse nur die sauberen hier. Manche haben so Spinnweben dran. Tamam daha koyma yeter.
Zum Glück haben wir dieses Klima-Ding da, aber es ist sowas von laut. Aber wenn wir das hier in diesem Haus nicht hätten, dann würde ich die Krise kriegen. Es ist super heiß, wir haben über 30 Grad. Ich schmelze dahin. Ihr habt gerade gesehen, Tofu, wie sie da liegt. Genauso geht es mir gerade. Ich muss eine Sache loswerden. Heute seht ihr mein rotes, verschwitztes, ungeschminktes Gesicht. Ich sag euch eins, egal ob das erste Kind oder das 9. Kind, ob ihr überhaupt keine Hilfe habt oder ob ihr 20 helfende Hände habt, glaubt mir, es macht keinen Unterschied. Wenn es euch scheiße geht, geht es euch scheiße. Ja, also ich will nicht immer dieses Dingsbild vermitteln, sei es dir, weil ihr seht immer nur so kleine Einblicke. Ja, ihr habt 3 Wochen, haben wir uns nicht gesehen. Das waren jetzt immer wieder Gartenaufnahmen aus verschiedenen Tagen, verschiedene Momente. Ich selber, wie gesagt, ich hatte jetzt überhaupt nicht Lust, mich überhaupt vor diese Kamera zu stellen, weil ich mich einfach gerade so kacke fühle. Optisch, innerlich, egal wie. Ja, mit Babys alles super schön. Ich brauche sie nur angucken und mir geht's gut. Aber sonst irgendwie ist gerade einfach alles zu viel. Und das Ding ist, wisst ihr, was mich am meisten stört? Ich sage die ganze Zeit, stress dich nicht. Stress dich nicht, stress dich nicht, will mich nicht stressen, weil ich weiß, es geht auf meine Milch. Und ich sage euch eins, ihr könnt essen, was ihr wollt, trinken, was ihr wollt. Ich habe das jetzt 8 Wochen lang durchgezogen, so viele Sachen eingenommen, so viele Sachen getrunken, so viele Sachen gegessen. Und was beobachte ich? Es ist einfach der Stress. Sobald ich irgendwie so ein paar ruhigere Tage habe, versuche so mich zurückzunehmen, zurückzuhalten, verstecke mich ein bisschen mit einer so im Schlafzimmer und so, da merke ich auf einmal, ich habe ein bisschen mehr Milch. Und sobald ich wieder in den Stress komme, und anfange ganze Zeit mich zu stressen, dann sofort schlägt es auf die Milch. Also glaubt mir, Stress ist einfach der schlimmste Faktor. Ich warte jetzt auch, dass sich die Ärztin bei mir meldet, weil sie meinte jetzt auch halt, ich habe ja jetzt alles gemacht, die ganzen 8 Wochen lang, was ich machen kann, mit dem Pumpen extra, mit Clusterstillen, alles, ja, was man machen kann, habe ich gemacht. Jetzt die einzige letzte Option, die jetzt nur noch geblieben ist das eine Medikament, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das ist halt das, was dieses Prolaktinhormon nochmal erhöht oder auslöst, was halt, ja, das ist ja das Hormon, was ja für die Milchbildung da ist. Wenn ich nicht falsch sage, ich schreibe Prolaktin. Vielleicht manchmal, mein Gehirn ist auch so, ich bin auch so lost, wisst ihr, ich laufe ich bin die ganze Zeit so, sobald ich sie ablehnen kann oder weggeben kann, ja, weil sie satt ist, gestillt ist, dann ist bei mir so, okay, glaubt mir, es ist so witzig, ich sag nur, ich muss auf Toilette. Während ich auf Toilette gehe, putze ich das Badezimmer. So irre bin ich so. Während ich irgendwie in die Küche, ich will nur die Flasche waschen, fange ich gleich irgendwelche anderen Sachen zu machen, weil ich diese Sachen sehe. Ich bin halt so ein Mensch und das hasse ich an mir, dass ich, wenn ich etwas sehe, in dem Moment, ich muss es halt direkt machen. Ich kann es nicht sehen. So, wisst ihr, was ich meine? Sobald irgendeiner hat was liegen gelassen und der hat es nicht weggeräumt, ich räume es weg. Das ist so, ja, es ist krankhaft, also, und das ist immer so Ding und deswegen sage ich, man sagt mal, ja, stress dich nicht so, mach nicht so, aber ich kann es einfach nicht, ja, und das ist das so, und ich stresse mich noch mehr, weil ich mich stresse. Also ich bin noch mehr gestresst, weil ich mir vornehme, mich nicht zu stressen und dann bin ich gestresst und dann bin ich noch saurer und noch gestresster, weil ich gestresst bin. Ergibt es Sinn? Nein, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall, ja, der Stress ist einfach die Sachen sind geerntet, die müssen verarbeitet werden. Ich gucke jetzt, dass ich diese Sachen schnell was mache und ich will mich auch eigentlich hinstellen in der Küche, auch Sachen machen und so weiter. Der ganze Johannisbeerbusch ist voll, der muss geerntet werden. Ich wollte daraus einen Kuchen machen, eine Marmelade machen und den Rest dann eventuell einfrieren. Die Kids und so, die helfen mir dann. Das ist nicht so das Thema, aber es ist trotzdem dann wieder so zu viel, weil ich hatte sozusagen 4 Wochen Urlaub genommen, wo ich gesagt habe, ja, ich arbeite nicht, ich will keine Kooperationsanfragen, nichts haben und jetzt sind schon 8 Wochen um und jetzt werde ich halt auch die ganze Zeit von meinem Management so bombardiert und ja, die warten und die wollen Werbung und die wollen Werbung und es gehört halt einfach dazu. Ja, also wenn ihr nicht wisst, wie das so ist, ich bin halt selbstständig und das ist auch mit Kosten verbunden und ich kann halt nicht einfach sagen, so ja, ich arbeite jetzt nicht, weil
ja, ich habe Rechnungen zu bezahlen. Deswegen ist das so ein bisschen so eine Zwickmühle, in der ich gerade stecke, weil ich versuche so ein bisschen jetzt zurechtzukommen und langsam auch wieder da einzufinden. Und ja, wie gesagt, es ist ja nicht nur YouTube, es ist halt auch Instagram und so weiter. Und mein Gesicht schwitzt wie, weiß ich nicht was. Meine Hormone machen mich verrückt. So viel dazu. Und übrigens, ich habe gestern vergessen zu sagen, ne, wir hatten Aylas Haare abrasiert. Das ist immer so, also ich mache das generell, weil ich einfach finde, danach kommen die Haare schöner raus, weil die sind ja so, diese Babyhaare sind ja so fusselig und so ungleichmäßig. Ich finde es immer schön, wenn man die Haare einmal komplett abmacht, weil sie dann einfach gleichmäßiger wachsen. Aber es ist auch, ich weiß nicht, ob es jetzt ein türkischer oder islamischer Brauch so im Allgemeinen ist, aber ja, das haben wir schon immer gemacht, auch beim ersten Kind schon einmal die Haare abrasieren und diese dann abwiegen und diese Grammwerte, die dann sind, in Gold abwiegen und das Ganze dann spenden. Ne? Also sagen wir mal, die Haare wiegen da insgesamt 1 Gramm, dann nimmt man das 1 Gramm vom aktuellen Goldpreis und dann kann man diese Summe dann spenden. Ja, also ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Brauch, schöne, gute Tat und deswegen ja, haben wir auch die Haare abrasiert. Und das ist auch gerade bei der Hitze, tut dir diese Glatze auch, glaube ich, ganz gut. Dann hätte ich Appetit auf Kirschen. Habe ich gestern eingekauft. Ich musste mir einfach jetzt irgendwie so einen Rhythmus einbauen, wo ich sage, okay, heute mache ich dies, heute mache ich das. Und nicht alles auf einmal. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade einfach so, weil ich muss meine Buchhaltung noch machen. Ich will eben dieses Gemüse verarbeiten. Ja, und dann, wie gesagt, kriege ich diesen Druck die ganze Zeit vom Management. Die wollen was, die wollen was. Hier Termine planen, da Werbung planen und so weiter. Ja, ist mir gerade alles zu viel. Was ich jetzt einmal mache, ich habe gesehen, also die Kohlrabi-Blätter, die sind ja auch super schön und ihr habt auch gesehen im Garten, wir haben ja ganz, ganz viele rote Beete und diese wunderschönen rote Beeteblätter, die muss ich auch verarbeiten. Ja, die kann man wie Spinat benutzen, also ist mir jetzt zu heiß, ich will nichts braten, deswegen mache ich heute einfach so einen Kohlrabi, Karotten, Radieschen, irgend so einen frischen Salat. Das reicht. Die Jungs sind heute gar nicht zu Hause, das heißt, wir sind nur mit den Mädels. Miriam ist auch nicht da. Also habe ich eigentlich hier nur 4 Kinder. Ayla zählen wir ja nicht mit, die ist ja noch nicht mit. Ja, 4, 5 zu 6 sind wir dann, ja, wie gesagt, was Leichtes. Deswegen hier ist auch noch ein bisschen von dem Brokkoli. Brokkolisalat hätte ich auch so Appetit drauf, aber ich bin diejenige, die am meisten davon isst. Und ich habe ja schon gemerkt, der Brokkoli, davon kriegt Ayla ein bisschen Bauchschmerzen. Deswegen lasse ich den lieber weg. Ich blanchiere den und packe den einfach in den Gefrierfach, dann haben wir den da für irgendwelche Gerichte. Und ja, aus den Blättern eben von Kohlrabi und Radieschen kann man super viel machen. Von Kohlrabi, Radieschen, vom Kohlrabi und von der roten Beete. Also auf jeden Fall wie so Spinat verarbeiten oder zum Beispiel, die sind auch super geeignet für ein Pesto. Ich hau die aber auch einen Teil davon in den Salat mit rein. Ich muss das auch ernten und da was draus machen. Ein Pesto soll wohl auch sehr gut daraus schmecken. Falls ihr noch andere Ideen habt, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Aber ja, es ist halt ein bisschen hier, ich finde es gerade so ein bisschen blöde Zeit, gerade so eben mit kleinem Baby und jetzt eben diese ganzen Gartensachen. Davor hatte ich ja schön viel Zeit hier rumzustehen und ja, rum zu experimentieren und Sachen zu machen. Und jetzt ist halt so, jetzt muss halt alles zack, zack gehen. Für den Salat nehme ich jetzt Karotten, Kohlrabi, Radieschen, weil ich die auch noch im Kühlschrank hatte, will ich verbrauchen. Dann ein paar von den Kohlrabi-Blättern, Dill und einen Apfel. Und dann kommt da Senf dazu, Salz, Pfeffer, Olivenöl und Kürbiskerne. Ich gucke mal, ob ich das so lasse oder ob ich da noch ein bisschen so Creme fraiche oder Schmand noch mit dazu gebe, weil so eine Variante gibt es nämlich auch von dem Salat. Ich schau mal, ich schmecke das mal ab und dann entscheide ich das. Ach so, nee, Quatsch, Schalotten kommen auch noch rein, oder? Ja, ich glaube, ich mache noch ein bisschen Schalotten mit rein. Und so sieht der fertige Kohlrabi-Salat aus. Ich habe noch ein bisschen Honig dazu gegeben. Ja, und ich habe den abgeschmeckt, der ist super lecker, schön leicht und frisch. Schmeckt mir sehr gut, also es war so eine Kombi aus den verschiedenen Kohlrabi oder ja, Fitness-Healthy-Salaten aus dem Thermomix. Aber ich finde die Kombination eben mit den Radieschen und den Kohlrabi und so weiter sehr lecker. Schön würzig und die Kürbiskerne passen auch noch gut dazu. Also sehr lecker. Könnt ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Und es ist schnell gemacht, eben weil ich jetzt nichts in dem Sinne schnippeln oder reiben musste. Und dafür war der Thermomix jetzt gut geeignet. Ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt auch nicht so viel mitgefilmt. Sorry, erstens, weil ich mich hier wieder ausgezogen habe und zweitens, es muss schnell gehen. Also Kohlrabi-Salat ist ready. Dann habe ich den Brokkoli einmal blanchiert, abgeschreckt. Der kommt in den Gefrierfach. Dann haben wir einmal ein bisschen was auf Vorrat. Dann haben wir aus den Erdbeeren schnell ein Erdbeerdessert, jetzt nur für uns 6 gemacht. Wir haben unten noch Tiramisu im Kühlschrank.
Das hat Miriam gestern gemacht. Deswegen ja, einfach jetzt nur, um auch ein bisschen die Erdbeeren zu verbrauchen. Einfach so, unten haben wir so Schokokeksbrösel. Dann einmal die Erdbeeren püriert. Die habe ich auch komplett ohne Zucker püriert, weil ihr seht ja auch, unsere Erdbeeren, die sind so klein, aber die sind so intensiv, so süß, so lecker. Deswegen so ein Püree und dann so eine Quark-Sahne. Ich habe noch ein bisschen Skyr dazu gemacht, Vanillecreme, dann noch ein paar frische Erdbeeren. Und ein bisschen mit Keks dekoriert. Und die restlichen Erdbeeren friere ich jetzt ein, weil wie gesagt, die können so nicht rumliegen. Die müssen eigentlich immer direkt gegessen werden. Aber ich friere die gerne ein, weil wir benutzen die auch gerne zu Smoothies, ne, wenn wir mal unseren Kefir machen. Oder auch ein leckeres, schnelles Erdbeereis geht damit auch sehr schnell. Deswegen ja, habe ich auch gerne welche im Gefrierfach. Ja, das reicht für heute. Eigentlich irgendwie, das tut mir auch ganz gut, wenn ich schaffe, was zu machen. Ich will auch ein paar Sachen machen. Deswegen ja, bin ich jetzt so ein bisschen auch erleichtert, dass ich ein paar Sachen erledigt habe. Ich gehe jetzt wieder stillen. Ich mache jetzt hier noch so einen kleinen Resteverwerter-Eintopf. Und zwar hatte ich hier noch die Füllung von Zorndolmasse, hat Miriam gestern gemacht, also gefüllte Zwiebeln. Wie so gefüllte Weinblätter, aber eben mit Zwiebeln. Und von der Füllung war eben noch was übrig, deswegen haben die Kids mir schnell hier ein paar Kugeln gemacht. Ich habe die jetzt nochmal in Mehl gewälzt. Und mache jetzt so einen Eintopf, bisschen Karotte und Kartoffel. Und aus dem Garten noch ein bisschen Sellerie. Auch die Sellerieblätter mache ich mit rein. Und auch noch die Kohlrabi-Blätter. Die haue ich auch noch mit rein. Mal gucken, was das wird. Einfach so ein Resteverwertungseintopf. Ja, das sieht ganz lecker aus den Resten und den Blättern. Ja, die Klöße sind ein bisschen weich. Die fallen ein bisschen auseinander, aber egal. Dazu am besten ein Klecks Joghurt.
Ich bin jetzt mal gespannt, wie die Johannisbeermarmelade schmeckt, denn Johannisbeermarmelade habe ich noch nie gemacht. Bis jetzt immer nur Erdbeermarmelade aus den Erdbeeren aus unserem Garten. Dieses Jahr war die Ernte von den Erdbeeren nicht so groß. Das heißt, wir haben die ganze Zeit so aufgegessen. Und doch, einen Teil habe ich eingefroren. Die erste Ladung von den Johannisbeeren, das war genau 1 Kilo. Und ich habe es im Thermomix gemacht. Also im Thermomix ist super praktisch, da die Marmelade zu machen, weil der ganze Zeit kocht und rührt. Das ist super, super praktisch. Ich habe Gelierzucker 3:1 benutzt, weil ich das noch von letztes Jahr da hatte. Aber ich habe ein bisschen mehr reingemacht, weil ich so die Sorge hatte, ja, die Johannisbeeren, die sind ja schon ein bisschen säuerlich. Und ja, ich weiß halt nicht, ob das passt. Könnt ihr mir mal sagen, ob 3:1 Verhältnis Zucker, weil ich kaufe immer diesen Bio, ist halt dann auch Rohrzucker und so. Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen besser halt. Na gut. Auf jeden Fall, ja, ist super viel. Also 4 von diesen großen Gläsern sind rausgekommen. Hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte, das wird gar nicht so viel. Sah nicht so viel aus, aber wie gesagt, war jetzt 1 Kilo Früchte. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Also ist auch super schön geliert und so weiter. Auf jeden Fall sehr süß geworden. Hätte ich doch nicht so viel reinmachen müssen. Ich glaube, weil die Johannisbeeren auch jetzt aktuell super reif sind bei uns auf dem Busch, sagt man das so? Am Busch, die sind gerade super reif. Deswegen sind sie, glaube ich, auch ein bisschen süßer. Aber schmeckt schon mal sehr, sehr gut. Dann, ihr seht, ey, das sah so viel aus von diesen rote Beeteblättern. Die kann man ja verarbeiten wie Spinat oder wie Mangold. Dann dachte ich, ja, ich mache einen Teil aus den Blättern Pesto, dann mache ich dies, dann mache ich das. Diese Menge, was ihr gesehen habt, dieser Riesenhaufen, hat diesen Eintopf ergeben. Da ist jetzt noch mal was übrig geblieben. Da haue ich später noch mal ein paar Eier rein. Das passt nämlich auch super gut dazu. Geschmacklich so, so lecker. Also es schmeckt wirklich wie Spinat. Auch die Stängel und so. Also es hat so gut geschmeckt, vor allem mit dem Quinoa und Joghurt. Ich habe danach alles zusammen gemischt. Boah, so, so lecker. Also das essen wir heute auf jeden Fall noch mal so. Ich haue da noch mal ein paar Eier rein. So, die Marmelade kann ich auch direkt weitergeben. Könnt ihr ja essen mit Toast. Von gestern noch was übrig. Da haut jetzt Hikmet ein paar Eier rein. Das passt ja auch sehr, sehr gut. Und habe jetzt aber Kartoffeln dazu gemacht. Den Quinoa habe ich jetzt gelassen. Dann mache ich morgen noch Quinoa-Salat. Aber mit Kartoffeln schmeckt das auch sehr, sehr lecker. Und das wäre Variante Nummer 2 aus den rote Beete Blättern mit Stängel, auch eben mit Ei. Sehr, sehr lecker. Hast du Kartoffeln? Klimaanlage läuft. Jalousien sind alle unten. Ich musste jetzt mein großes Licht hier anmachen. Es ist eigentlich Tag, aber das ganze Haus ist verdunkelt. Die Hitzewelle hat uns erreicht. Ich glaube ja ganz Deutschland. Könnt ihr mir mal gerne sagen. 40 Grad, ne, über 40. Wir hatten was, 42 gestern, ne? Es ist unglaublich. Wie gesagt, wir haben ja hier im Wohnzimmer so ein Klimagerät, Ventilatoren, Deckenventilatoren im Schlafzimmer und so weiter. Und trotzdem ist es hier im Haus über 30 Grad. Das ist eine Katastrophe. Ich sage ja, dieses Haus ist ja sowieso so, ich nenne es ja mal das Papphaus. Im Winter super kalt, im Sommer heizt es sich extrem auf. Die Mädels, die ja oben im Dachgeschoss wohnen, die haben es ganz, ganz schlimm. Deswegen, die sind hier unten. Ihr habt ja unseren kleinen 10-köpfigen Pool gesehen, ne? Unser Planschbecken. Wirklich, die Kinder sind da die ganze Zeit drin, die teilen sich ein bisschen in Grüppchen auf, einfach nur um abzukühlen. Das tut denen wirklich gut. Ich würde auch gerne reinhüpfen, aber ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Für die Terrasse, für die Kids war das jetzt wirklich eine gute Abkühlung oder ist jetzt eine gute Abkühlung. Das war gut, dass mir spontan eingefallen, das zu holen. Ich wünsche auf jeden Fall allen Mamas aktuell viel, viel Geduld. Sorry wirklich für die Geräusche. Da ist der Ventilator, da ist die Klimaanlage und unterm Tisch läuft gerade auch noch der Saugroboter. Ich hoffe, das Mikro hilft ein bisschen, dass man das nicht ganz so hört alles. Ich wollte jetzt hier das Video beenden und eben all den stillenden Mamas gerade viel, viel Geduld wünschen bei der Hitze. Es ist wirklich
Ich habe zweimal fast einen Kreislaufkollaps bekommen, weil da einfach, du hast ja auch noch das Kind bei dir und auch noch diese gegenseitige Körperwärme, dann noch das Stillkissen, das man drunter hat. Und für diejenigen, die Nicht-Muslime, die hier unsere Videos schauen, viele wissen ja nicht, die denken, ich laufe so den ganzen Tag rum. Nein, ich habe mir jetzt schnell was für euch rübergeworfen, hier zu Hause. Wenn ich jetzt keinen männlichen Besuch empfange, der nicht mit mir verwandt ist, bin ich hier ganz leicht bekleidet, kaum bekleidet laufe ich hier durch die Gegend und trotzdem muss ich mich mehrfach am Tag abduschen, weil ich so extrem schwitze, weil es so extrem heiß ist. Ich muss sogar zum Beispiel eher eine lange, luftige Hose tragen, als wenn ich jetzt eine kurze Hose anhabe. Vielleicht kennt ihr das auch, weil es einfach so, die Haut ist so pappig und klebt dann aneinander. Das kann ich überhaupt nicht ertragen, also sogar nachts. Ich muss lange Pyjama-Hosen tragen, weil ich mag das nicht, wenn die Beine dann aneinander kleben. Finde ich immer ganz, ganz schlimm. Also ja, viel, viel Geduld. Ich bin immer noch wirklich, eigentlich, Ayla ist wirklich so super pflegeleicht. Sie ist so toll und ich genieße das wirklich gerade mit ihr und was sie jetzt so macht und wie sie anfängt zu brabbeln und alles so. Das ist einfach so schön und ich möchte das auch jetzt gerade alles mit ihr genießen. Aber eben die Journey mit dem Stillen nimmt halt einfach super viel Zeit und super viel Kraft einfach, weil ja, deswegen schätzt euch glücklich. Ich weiß, dass sich vielleicht jetzt auch andere Mamas, habe ich auch bei Instagram gesehen, eine andere frisch gebackene Mama hat sich gerade so beklagt, wie anstrengend das Stillen in der Hitze ist, wo ich ihr geschrieben habe, sei dankbar, dass du nur stillen musst, weil ich stille, dann pumpe ich und gebe noch Flasche und muss diese Flaschen noch waschen und immer desinfizieren und dieses ganze hin und her. Also es wäre definitiv einfacher, würde ich nur stillen, ja, oder eben nur Flasche geben, so eben diese 3 Sachen. Ich habe jetzt auch noch das Brusternährungsset mir bestellt. Das mache ich jetzt auch noch die nächsten Tage. Und ansonsten bekomme ich jetzt noch mal einen Termin und ja, wird mir wahrscheinlich die Ärztin dann dieses Medikament noch aufschreiben. Also drückt mir weiter die Daumen. Ich ziehe es noch weiter durch, auch wenn es anstrengend ist. Aber zuliebe unserer Tochter, ja, möchte ich das natürlich weiterhin durchziehen in der Hoffnung, dass ich voll stillen kann. Auch wenn ich es nicht schaffe, auch ein bisschen, so viel wie möglich möchte ich natürlich meinem Kind geben. Aber es ist eben nicht einfach. Aber ich hoffe, wir kriegen das noch hin. Ich nehme euch auf jeden Fall mit auf der Journey. Vielleicht ist es eben auch hilfreich für andere Mütter, wenn ihr dann später, ich sag mal so, wie es am Ende dann endet, dass ich dann vielleicht irgendwie ein separates Video zum Thema Stillen mache. Für andere Mamas, die vielleicht auch strugglen. Ich hoffe, dieser Wind landet nicht die ganze Zeit beim Mikro. Aber ja, ich sag mal so, mir läuft der Schweiß gerade die Beine runter. That's the reality, meine Lieben. Ich gehe gleich wieder duschen. Oh mein Gott, also meine Lieben. Ich hoffe wirklich in den nächsten Wochen, seid noch geduldig mit mir, dass es ein bisschen besser wird, denn ich will euch auch sehr gerne auch mal in einer Tagesroutine mit Baby mitnehmen. Geburtsbericht fehlt auch noch. Also gebt mir noch ein bisschen Geduld. Lasst uns diese Hitze einmal überstehen. Und ja, meine Still-Journey, auf die ich mich halt wirklich konzentrieren muss. Der Roboter kommt jetzt hier, fährt gegen die Kamera wahrscheinlich. Ja, ist gut umfahren. Ja, also meine Lieben, ich beende hier den Vlog. Ich hoffe dennoch, er hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich sehr. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald, meine Lieben.